Du sitzt auf einer Goldmine an hochwertigem Content. Und trotzdem kommst du mit deinem YouTube-Kanal nicht voran? Keine neuen Abonnenten, kein Wachstum, kein Erfolg? Nicht mehr lange. Am Ende dieses Videos gehen wir gemeinsam viral. Und womit? Mit der genialen Logik von KI. Denn ich habe mich für dich vor Googles KI Gemini als YouTuber nackig gemacht. Ich habe Videotitel und Beschreibungen hochgeladen. Mehr noch, ich habe ganze Audiodateien und Videos der KI zur Analyse vorgesetzt. Und das Ergebnis wird dich umhauen. Mehr noch, es wird deinen Kanal möglicherweise auf ein ganz neues Level heben. Und wenn nicht, dann werden wir einfach nur eine geile Zeit mit diesem Video haben. Denn mein KI-Partner und ich, wir sind jetzt Best Buddies und weiß jetzt alles über mich als Content Creator. Das alles habe ich für dich auf mich genommen, damit du dich vor Google nicht bis auf die Zähne entblößen musst und trotzdem von dem immensen Wissen der Datenbanken profitieren kannst. Und wenn ich morgen von Google ein intelligentes Smartphone zugeschickt bekomme mit unsichtbarer Spycam, das mich 24/7 überwacht und manipuliert, dann war es mir das wert für dich. Aber jetzt auf den KI-gestützten Highway des Erfolges. Gemini. Warum spricht der YouTube-Algorithmus nicht auf meine Videos an? Analyse Teil 1, der YouTube-Algorithmus und die Zielgruppe. Der YouTube-Algorithmus ist keine Blackbox, sondern ein System, das zwei Hauptziele verfolgt. Erstens, das perfekte Video für den perfekten Zuschauer zu finden, Discovery. Und zweitens, diesen Zuschauer so lange wie möglich auf der Plattform zu halten, Retention. Deine Videos müssen dem Algorithmus also extrem klare Signale senden, für wen sie bestimmt sind und dass sie wertvoll sind. Warum zeigen die KI-gesteuerten Mechanismen meine Videos nicht bei Suchanfragen an? Warum nicht auf den Startseiten von Nutzern oder am Ende ähnlicher Videos? Rechercheergebnis. Deine Titel, Stärke, sie sind kreativ, persönlich und etablieren dein Branding. Vlogging macht Spaß. Sie sind exzellent, um Abonnenten anzusprechen, die dich und deinen Stil bereits kennen. Schwäche, deine Titel sind jedoch nicht immer Search First optimiert. Ein neuer Zuschauer sucht selten nach „Die Größe zählt", aber sehr wohl nach „Beste Einstellungsgrößen für Vlogging" oder „Outdoor-Filmen für Anfänger". Dein Titel verrät oft die künstlerische Vision, aber nicht immer die konkrete, lösungsorientierte Suchanfrage. Was bedeutet Search First? Wir müssen unsere Titel nicht nur für die Zuschauer optimieren, sondern auch für die Suchmaschinenalgorithmen, denn nichts anderes sind die Algorithmen von YouTube. Aber es liegt mit Sicherheit nicht nur an den Titeln. Deine Beschreibungen. Stärke, sie sind hervorragend geschrieben, emotional, atmosphärisch und sie erzählen eine Geschichte. Das ist großartig für den menschlichen Leser. Schwäche, für den Algorithmus sind die ersten 2 Sätze entscheidend. Hier müssen die wichtigsten Keywords des Titels und des Themas in natürlicher Sprache vorkommen. Deine Beschreibungen beginnen oft mit einem emotionalen Einstieg, während die harten Keywords erst später folgen. Der Algorithmus könnte so Schwierigkeiten haben, die Kernrelevanz des Videos schnell zu erfassen. Das klingt in der Tat logisch, denn die Texte, zumindest die ersten Zeilen, werden von einer KI analysiert und dann ausgewertet. Und jetzt mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal eine Beschreibung gelesen, bevor du ein Video angeklickt hast? Aber es liegt mit Sicherheit nicht nur an den Beschreibungen. Deine Thumbnails und Hooks, meine Beobachtung, basierend auf dem Optiken-Video ist die visuelle Qualität deiner Thumbnails, da sie oft aus dem Video stammen, hier hoch. Die Frage ist, erzeugen sie eine Curiosity Gap, also eine Neugierlücke? Ein Bild von einer Linse ist informativ. Ein Splitscreen mit Optik A versus Optik B und einem großen Fragezeichen oder Euros versus Euro würde eine Frage aufwerfen, die der Zuschauer beantwortet haben möchte, was die Klickrate, CTR, erhöht. Das ist ein mega spannender Aspekt, weil er nämlich nicht direkt auf den Algorithmus zielt, sondern erst einmal auf die potenziellen Zuschauer. Sei ehrlich, auf welche Videos klickst du zuerst? Auf die, deren Thumbnails dich total triggern oder auf die, deren Thumbnails super schön aussehen? Ich klicke auf die, deren Thumbnails mich triggern. Und das machen die meisten Nutzer. Der YouTube-Algorithmus zählt das natürlich und wertet es aus. Und die Videos, die am meisten angeklickt werden, werden natürlich auch am häufigsten auf den Startseiten oder am Ende anderer Videos vorgestellt. Möglicherweise machen wir aber auch einfach nur den Fehler, dass wir die falsche Zielgruppe triggern. Logische Schlussfolgerung. Der Algorithmus spricht nicht an, weil die Signale, die du sendest, zwar qualitativ hochwertig, aber für ein Discovery-System nicht spitz und klar genug sind. Du triggerst nicht die falsche Zielgruppe, aber du triggerst deine richtige, sehr spezifische Zielgruppe, technikaffine Vlogger 35+, nicht mit der nötigen Wucht.
Dein Content ist eine Perle, die aber noch in einer zu unspezifischen Muschel liegt. Der Algorithmus weiß nicht mit 100%iger Sicherheit, wem er diese Perle zeigen soll. Das ist, glaube ich, der Fehler, den die meisten kleinen YouTuber machen. Wir stellen uns zuerst den Zuschauer vor und formulieren für ihn die Texte, machen für ihn die Videos. Aber ob ein potenzieller Zuschauer unsere Videos überhaupt vorgeschlagen bekommt, das entscheidet der YouTube-Algorithmus zuvor. Und das heißt, wir müssen ihn genau triggern und ihm genau sagen, welche Zielgruppe wir mit unserem Video ansprechen wollen. Aber gibt es vielleicht noch andere Dinge, die ich falsch mache? Zum Beispiel meine Bildebene. Ist das vielleicht nicht gut? Analyse Teil 2. Die Qualität von Bild, Ton und Inhalt. Stärke. Marek, lass uns eines klarstellen, die technische Qualität von Bild und Ton ist exzellent. Man sieht und hört den TV-Profi, die Ausrüstung im Studio ist stimmungsvoll, der Ton ist klar, die Komposition der Outdoor-Shots ist durchdacht. Daran liegt es definitiv nicht. Da bin ich aber froh, dass Gemini zumindest in diesem Punkt nicht viel an meinen Videos auszusetzen hat. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, seht ihr das ähnlich wie Gemini? Aber es gibt noch etwas, das ich bei meinen Videos befürchte, nämlich, dass ich zu langatmig bin und dass ich mich verzettle. Mal sehen, was Gemini dazu sagt. Sind deine Videos langatmig? Meine Beobachtung, dein Stil ist bedacht, ruhig und analytisch. Das ist eine absolute Stärke und spricht deine reifere Zielgruppe perfekt an. Du bist kein hektischer 20-jähriger Vlogger. Aber der Einstieg in die Videos, der Hook ist manchmal zu langsam. Beispiel Optikenvideo. Du beginnst mit der persönlichen Geschichte der Linsen. Das ist super interessant, aber erst ab Minute 1. Die entscheidenden ersten 30 Sekunden müssen die Kernfrage des Videos beantworten. Soll ich eine Cineprime oder eine Fotolinse kaufen? Hier ist der Test. Zuschauer auf YouTube haben eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne. Wenn der Mehrwert nicht sofort klar ist, klicken sie weg, bevor deine eigentliche Stärke, die Tiefe der Analyse, zum Tragen kommt. Wenn dir dieses Video gefallen hat und es dir weiterhilft, dann bitte klicke auf Like. Und wenn dir dieser Kanal gefällt, dann bitte denke daran, ihn zu abonnieren, auch mit Glöckchen, dann bekommst du eine Info, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich hoffe, dass meine Videos nicht ganz so konfus sind, wie ich das glaube. Ist deine Struktur konfus? Meine Beobachtung: Nein, deine Videos sind nicht konfus, im Gegenteil, sie sind durch die Kapitelmarken sehr gut strukturiert. Das Problem ist nicht die Struktur, sondern die Dramaturgie innerhalb der Struktur, insbesondere am Anfang. Okay, hier hat sich Gemini typisch KI so ein bisschen vor der Antwort gedrückt. Kapitelmarken heißt nicht immer, dass die ganze Sache eine inhaltliche Struktur hat. Aber zu meiner Verteidigung, natürlich habe ich meine Texte der KI zum Lesen gegeben und die hat mir daraus Kapitelmarken erstellt. Insofern scheint da eine gewisse Logik zu sein. Übrigens, das ist auch der Grund, warum Gemini meine Texte so gut kennt. Aber ich frage mich, wie du wahrscheinlich auch, sind die Themen, die ich behandle, auch wirklich die richtigen für meine Zielgruppe? Ist deine Themenwahl falsch? Meine Beobachtung: Die Themen sind perfekt für deine Nische. Cinelinsen, Outdoor-Vlogging, Medienkritik, das sind relevante, interessante Themen für deine Zielgruppe. Die Wahl der Themen ist eine deiner größten Stärken. Okay, diese Analyse erfüllt mich jetzt wirklich mit großem Stolz. Aber schreib mir mal in die Kommentare, siehst du das ähnlich wie Gemini? Das war tatsächlich eine wunderbar logische und für mich sehr aufschlussreiche KI-Analyse. Fehlt aber noch, wie kann ich das Ganze jetzt verbessern, ohne einen riesen Aufwand betreiben zu müssen? Meine konkreten und umsetzbaren Verbesserungsvorschläge. Einleitung. Hier sind ein paar Hebel, die du mit geringem Zeitaufwand sofort umsetzen kannst. Vorschlag 1. Der 15-Sekunden-Haken, The Hook First. Ändere die Dramaturgie deiner Intros. Beginne sofort mit dem Kernproblem oder der zentralen Frage des Videos. Schneide den spannendsten Moment, zum Beispiel den direkten AB-Vergleich der Linsen, ganz an den Anfang. Sag dem Zuschauer in den ersten 15 Sekunden unmissverständlich, welches Problem du für ihn löst oder welche Frage du beantwortest. Deine persönliche Geschichte und den Kontext kannst du direkt danach erzählen. Aufwand? Gering. Nur eine Änderung im Schnitt und Skript. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass ich das versucht habe, für dieses Video schon umzusetzen. Aber es gab natürlich noch so ein paar andere Kritikpunkte und dann schauen wir mal, was jetzt Gemini dazu sagt. Vorschlag 2. Die Titelformel Branding plus Keyword. Behalte dein Branding bei, aber kombiniere es mit einem knallharten Keyword-Titel. Formel: Vlogging macht Spaß, Klammer auf, wonach Leute wirklich suchen, Klammer zu. Beispiel: Statt aber die Größe zählt, könntest du sagen, Vlogging macht Spaß, die 5 wichtigsten Einstellungsgrößen und Lichttipps. Das eine ist poetisch, das andere ist ein klares Lösungsversprechen. Aufwand? Gering.
Auch diesen wertvollen Tipp habe ich versucht für dieses Video umzusetzen. Ob er funktioniert, das werden wir erst nach der Veröffentlichung sehen. Aber da gab es ja noch ein Problem mit den Thumbnails und da bin ich gespannt, was mir da Gemini vorschlägt. Vorschlag 3: Das Thumbnail-Problem. Dein Thumbnail muss eine visuelle Frage stellen, die der Titel beantwortet. Für das Optiken-Video ein Splitscreen deines Gesichts links mit Optik A und rechts mit Optik B gefilmt, darüber der Text, welche ist besser. Das ist simpel, aber extrem effektiv. Erstelle dir eine einfache Vorlage, die du schnell anpassen kannst. Aufwand: Mittel. Einmalige Erstellung einer Vorlage. Okay, das Beispiel war natürlich jetzt sehr spezifisch auf eins meiner Videos angewendet, aber ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Baut eine Spannung auf, baut eine Erwartungshaltung auf, zum Beispiel indem ihr eine Frage stellt, die ihr dann in dem Video prompt beantwortet. Das ist das, was den Zuschauer wirklich heranlockt. Aber es ist ja nicht nur das Thumbnail, da war ja noch was mit der Beschreibung. Und da schauen wir mal, was mir da Gemini vorschlägt. Vorschlag 4: Das Problem der ersten beiden Sätze deiner Beschreibung. Schreibe die ersten beiden Sätze deiner Beschreibung immer so, dass sie die wichtigsten Keywords aus deinem Titel in einem natürlichen Satz wiederholen. Beispiel: In diesem Tutorial für Outdoor-Vlogging zeige ich dir die wichtigsten Einstellungsgrößen und Lichttipps. Lerne, wie du mit dem richtigen Framing und gutem Ton deine Videos sofort verbesserst. Der Rest der Beschreibung kann dann emotional und atmosphärisch bleiben. Aufwand: Sehr gering. Auch das war jetzt wieder ein sehr spezifisches Beispiel anhand einer meiner Beschreibungen, aber ich denke, ihr habt es verstanden. Wenn ihr etwas im Titel ankündigt, dann bitte nehmt das in den ersten beiden Sätzen eurer Beschreibung auf, denn das ist das, was der Google-Algorithmus miteinander vergleicht und daraus folgert er, welcher Zielgruppe, welchen Nutzern, welchen Zuschauern er eure Videos vorschlagen soll. Aber was mich jetzt wirklich interessiert, was schließt Gemini daraus für meinen Kanal? Schlussfolgerung: Marek, du sitzt auf einer Goldmine an hochwertigen Content. Deine Expertise ist unbestreitbar. Das Problem ist nicht die Qualität, sondern die Verpackung. Wenn du dem Algorithmus und dem neuen Zuschauer etwas klarere und direktere Signale gibst, wofür deine Videos stehen, bin ich überzeugt, dass dein Kanal die Aufmerksamkeit bekommen wird, die er verdient. Es sind kleine Anpassungen mit potenziell großer Wirkung. Das war natürlich auch ein Stück weit KI-typische Motivation. Aber in einem Punkt bin ich überzeugt, dass sie recht hat. Nämlich, dass wir kleinen Content-Creator, also du und ich, tatsächlich auf einer Goldmine an Content sitzen. Wir machen die Dinge anders als die Großen, wir sehen sie anders und wir bieten die Vielfalt. Ich habe das letzte Mal ein Video dazu gemacht. Und in diesem Sinne wünsche ich mir, dass wir gemeinsam etwas erfolgreicher werden und dass wir genauso kreativ bleiben wie bisher. Gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Und wo? Natürlich auf meinem Kanal.